Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und wir sind heute mal wieder in Rüsselsheim und ich habe heute für euch den Opel Astra in 6. Generation dabei. Es ist eine Weltpremiere und den würde ich euch heute gerne zeigen. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan und auch von mir und das werden wir heute gemeinsam machen. Wir werden über die Optik sprechen, über den Innenraum, wir werden über die Motoren sprechen. Nur fahren darf ich ihn heute leider nicht. Abonniert jetzt den Kanal und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Was jetzt spannend am Opel Astra ist, dass es der erste Opel sein wird, den es als Verbrenner gibt, also als Diesel und als Benziner, als Plug-in-Hybrid, wie er jetzt hier dasteht. Und es wird ihn auch noch als Astra E geben, ein Jahr nach der Markteinführung, heißt als rein elektrische Variante. Und es wird sich vor allem aus Leasing ja widerspiegeln bzw. niederlegen. Das wird sich sehr, sehr lohnen. Ihr bekommt hier nämlich eine Förderung beim Plug-in-Hybrid von bis zu 7.000 € und bei der Elektrovariante dann von bis zu 10.000 €. Und wenn wir jetzt hier über die Optik sprechen, erstmal, der neue Astra hat nichts mehr mit dem alten zu tun. Die Designphilosophie Pure and Bold, die wir euch ja schon beim Opel Mokka vorgestellt haben oder auch beim Opel Grandland, findet man jetzt hier vorne in der Front wieder, vor allem eben in dem Visor. Was bedeutet jetzt Visor? Das ist ein Visier, soll so ein bisschen an Motorradvisier erinnern und das Coole daran ist, dass dahinter die ganze Sensorik versteckt ist. Übrigens interessant, ich weiß zwar noch nichts über die ganzen Ausstattungsvarianten, ich gehe aber mal schwer davon aus, dass wir jetzt hier die GS-Line drauf haben, weil wir jetzt hier beispielsweise einen schwarzen Opel-Stern haben. Das ist ja so die sportlichste Variante, die es gibt. Es wird bestimmt wieder Ultimate geben und verschiedene Business-Ausstattungsvarianten und eine Basis. Was ich auch total schön finde, ist diese goldfarbene Farbe und es wird auch eine Zweifarblackierung geben, die wir jetzt in diesem Fall auch haben, heißt mit einem schwarzen Dach. Interessant ist jetzt an der Front, dass wir jetzt hier das Intellilux Licht haben, was wir euch auch schon beim Opel Grandland vorgestellt haben. Auf jeder Seite 84 Pixel, soll besser sein als das Matrix LED-Licht, was es davor gab. Und was kann dieses Licht? Es leuchtet beispielsweise den Gegenverkehr aus oder auch Schilder an, macht also ein sehr gutes Licht und ist wichtig für eure Sicherheit. Und Opel ist auch generell dieses ganze Sicherheitsthema sehr, sehr wichtig und es spiegelt sich auch im Astra wieder. Ich werde euch auch im Innenraum ein bisschen was zu den ganzen Assistenzsystemen erzählen. Und jetzt vielleicht noch zur Front, was ist daran so besonders? Wir haben hier in der Mitte so eine Sicke, die nach vorne geht und auf den Opel-Blitz zeigt. Die ganze Front ist pfeilförmig nach vorne, aber trotzdem hat man nicht so viele Ecken und Kanten und die Flächen sind sehr gerade. Ich finde die Optik von vorne wirklich super schick. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie jetzt so euer erster Live-Blick ist. Und was ich noch cooler finde, sind die Leuchten, denn wir haben jetzt hier nochmal so ein sehr gerades Design in der Lichtsignatur, was hier so rüber geht und eben sich dann nochmal in diesem Visor widerspiegelt. Wenn wir jetzt in die Seite gehen, sprechen wir vielleicht über die Maße und der neue Astra ist 4,37 Meter lang, 1,49 Meter hoch und 1,86 Meter breit. Er ist nicht wirklich größer, kleiner geworden, ist ungefähr gleich wie sein Vorgänger. Den gibt es ja übrigens auch schon seit 30 Jahren, seit 1991, ist so alt wie ich. Out. Aber auch irgendwie schön. Astra ist einfach das Volumenmodell bei Opel und vergleichbare Wettbewerber wären beispielsweise der VW Golf, der Hyundai i30, genauso wie der Peugeot 308 oder auch der DS4. Und wenn wir jetzt hier an der Seite sind, sprechen wir vielleicht erstmal über die optischen Aspekte. Und da würde ich bei den Felgen anfangen, können wir auch hier hinten anschauen. Es gibt hier von 16 bis 18 Zoll die Felge. Hier haben wir jetzt die größten Felgen mit 18 Zoll drauf. Sehr schönes Felgenbett, in der Mitte dann das Opel-Logo. Zweifarbig und es sieht für mich aus wie eine Aerofelge. Ich mag Aerofelgen eigentlich nicht so gern. Die sind teilweise geschlossen, sind auch besser für die Aerodynamik. In dem Fall finde ich ihn aber auf jeden Fall schick. Hier vorne dann sehr kleine Spiegelkappen, auch in einem Schwarz gehalten, der GS-Line geschuldet. Und wir haben jetzt hier diese Zweifarblackierung, die ich super schön finde, weil das ganze Dach dadurch schwebt und gar nicht mehr so auffällt. Türgriffe sind auch ausreichend groß. Hier unten haben wir jetzt keine Verbreiterung oder so. Integrierte Blinker haben wir jetzt hier auch noch
in den Spiegeln und so viel zur Optik jetzt hier an der Seite. Und wenn ihr jetzt hier hinten diese Klappe seht, fällt auf, dass wir einen Plug-in-Hybrid haben. Ich mache es euch mal auf. Und zwar gibt es zwei Plug-in-Hybrid-Varianten, die ihr jetzt beim Astra wählen könnt. Einmal mit 180 PS Systemleistung und einmal mit 224 PS Systemleistung. Der Akku fasst 12,4 Kilowattstunden und soll bei beiden Leistungsvarianten ungefähr eine elektrische Reichweite von 60 Kilometer bringen. Ihr könnt den Laden an der Wallbox nicht schnell laden mit 3,7 bzw. 7,4 kW. Dann ist er ungefähr in 4 bzw. 2 Stunden voll. Das sind aber aktuell noch Schätzwerte. Ich konnte es noch nicht wirklich testen und habe auch noch keine offiziellen Daten von Opel bekommen. Wenn wir uns jetzt das Heck anschauen, ist es für mich die Schokoladenseite. Ich finde die Dachlinie, dass sie so ein bisschen runterfällt, dass wir jetzt hier so einen extrem großen Spoiler haben. Hier hinten dann auch nochmal ein schönes Element, diese Finlets hier an der Seite und vor allem diese extrem abgedunkelte Heckscheibe hier hinten, geben dem ganzen Astra ein super schönes Heck, oder? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich finde es wirklich super. Hier an der Seite dann auch nochmal Leuchten, die hier so um die Ecke gehen, sehr schmal sind, das Ganze sehr sportlich aussehen lassen. Hier haben wir dann wieder den schwarzen Opel-Blitz. Astra hier unten sehr breit auseinanderstehend und auch hier unten relativ sportlich. Sieht ein bisschen aus wie ein sportlicher Diffusor, ist aber nicht zu sehr ausgeprägt. Also Opel ist ja immer so eine gute Mischung aus zurückhaltend, nicht zu aneckend. Ist jetzt nicht so wie ein DS4 oder ein Peugeot 308, dass sie zu sehr designmäßig sind, aber trotzdem irgendwie sehr sportlich. Hybrid steht hier jetzt nochmal drauf. Und witzig war jetzt vorhin, als ich versucht habe, den Kofferraum zu öffnen, dass ich es erstmal nicht gefunden habe. Und ich habe dann Jan gefragt, Jan, wo kann ich jetzt hier den Kofferraum öffnen? Und jetzt zeige ich es euch mal. Ich finde das nämlich total clever. Schaut mal, wie schön dieser Blitz hier integriert ist, beziehungsweise eben das Opel-Logo, wenn ich es jetzt hier aufmache. Das ist schon ganz schön schick, oder? Ich weiß nicht, wie langlebig das ist, ob dann irgendwann der Blitz abbricht. Ich hoffe nicht, aber ich finde es auf jeden Fall sehr schön gelöst. Und jetzt sprechen wir über den Kofferraum. Wir haben euch ja schon den Astra vorgestellt, einmal komplett gecovert, durften ihn dann fahren und da haben wir euch auch den Kofferraum noch nicht gezeigt und ihr habt jetzt hier 370 bis 1250 Liter Volumen. Ich hoffe, ihr seht so ein bisschen was. Es könnte auch sein, dass es ein ziemlich dunkles Loch ist. Ich mache jetzt hier auch noch mal die Klappe auf, dann seht ihr hier auch noch den Unterboden. Ich weiß nicht, ob hier noch alles so richtig verdeckt ist. Vielleicht werden die Kabel da auch noch mal ein bisschen besser verpackt. Wir haben hier jetzt noch mal einen Prototypen stehen. Aber so viel schon mal zum Kofferraum und wir klappen jetzt gemeinsam auch noch die Rückbank um. Hier eine Sache, die ich sehr gut finde. Schaut mal, das ist gut verarbeitet, genauso wie auch schon beim Grandland, den wir euch vorgestellt haben. Der bricht nicht so schnell was ab. Gibt es ja manchmal bei Autos, dass man dann hier einmal so die Hutablage abmacht und dann knallt das alles weg. Und jetzt klappe ich die Rückbank um. Einmal und zweimal. So, und jetzt habt ihr eben das Volumen von den 1250 Litern. Das ist ganz gut für die Kompaktklasse, wie ich finde. Ihr habt da zwar eine kleine Ladekante, die schauen wir uns auch gleich noch von der Seite an. Aber für mich ist es ausreichend. Hier dann auch noch mal ein bisschen Schutz, falls man fürs B- und Entladen. Hier muss man natürlich immer aufpassen bei der etwas breiteren Fläche, dass man nichts zerkratzt. Aber sonst sieht der Kofferraum jetzt auf den ersten Blick solide aus. Jetzt machen wir hier mal wieder zu und gehen gemeinsam noch auf die Rückbank. Ich bin 1,64 Meter klein und schauen dann mal, wie viel Platz ich da habe. Ich würde sagen, ihr kommt mit. Achso, ja, noch eine Sache. Schaut mal hier kurz rein. Ich gehe mal auf die Seite. Da seht ihr jetzt hier auch, dass man eben so eine kleine Kante hat. Genau, schaut euch das mal an. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Das wird mich wahrscheinlich stören. Und jetzt klappe ich mal die Rückbank wieder zurück. Ja, und ich hoffe, ihr seht irgendwas. Ich mache hier mal die Tür auf. Ist es besser, Jan? Nicht besser? Dann mache ich sie wieder zu. Jetzt sprechen wir hier mal über den Innenraum bzw. auf der Rückbank. Und der Radstand ist jetzt bei 2,68 Meter und ist ungefähr 1 Zentimeter größer geworden. Wenn ich jetzt hier sitze, habe ich nach vorne hin 2 Fäuste Platz und nach oben hin auch 2 Fäuste Platz. Die Sitze sind jetzt auf Jans Größe eingestellt, also auf einen 1,88 Meter großen Mann, nicht auf mich. Deswegen habe ich auf jeden Fall ausreichend Platz. Und was ich super finde, ist hier dieser Ledersitz mit diesen richtig schicken Nähten, die jetzt so pfeilförmig auch nach vorne gehen, perforiert. Ihr habt hier hinten auch noch Isofix, schwarze Anschnaller, die ganz cool sind. Und hier dann auch noch Kopfstützen, die man verschieben kann. So geht es. Man muss hier an der Seite so einen Knopf drücken. Und dann könnt ihr die eben euch auch, wie ihr es möchtet, einstellen, dass es auch sehr bequem ist. Und schaut mal, ich habe jetzt hier auf meiner Kopfhöhe auf jeden Fall eine Kopfstütze. Die ist auch ganz weich gepolstert. Hier in der Mitte habt ihr dann auch noch mal eine Mittelarmkonsole, 2 Cupholder.
Das ist jetzt so ein bisschen gummiert, da müsste ich mich jetzt dran gewöhnen. Und ihr habt jetzt hier auch noch eine Durchreiche, die ihr aufklappen könnt. Heißt, wenn ihr Skifahren gehen möchtet oder so, könnt ihr das auch auf jeden Fall tun. So viel dazu. Hier vorne dann auch noch zweimal Sitzheizung. Hier dann auch ein USB-C-Anschluss, zweimal die Lüftung, die man einstellen kann und auch noch ein kleines Fach, um etwas zu verstauen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal noch kurz in die Tür. Verarbeitung sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Wir haben hier oben zwar ein bisschen Hartplastik, aber das hat ein super schönes Muster. Hier ist dann Alcantara, hier dann auch so ein kleines chromfarbenes Element. Türöffner ist super klein, schaut euch das mal an. Also für meine kleinen Hände, ich habe echt super kleine Hände, komme ich da gerade so hin. Fensteröffner hier an der Seite, hier auch nochmal ein Münzfach und da unten dann auch nochmal Platz für eine kleine Flasche Wasser. Was wir jetzt aber machen, ist gemeinsam vorgehen und ich erzähle euch noch, welche Motoren ihr bekommt. Ich kann euch leider die Motorhaube nicht aufmachen, die ist gerade nicht öffnbar bei den Prototypen, aber ich erzähle es euch trotzdem. Und zwar fangen wir jetzt erstmal bei den Verbrennern an. Es gibt zwei Benziner, einmal mit 110 und einmal mit 130 PS. Dann gibt es einen Diesel, der hat 130 PS und das sind 1,5 Liter Vierzylinder. Die Diesel sind immer 1,2 Liter Dreizylinder. Und es gibt eben die zwei Plug-in-Hybrid-Varianten. Einmal mit 180 PS Systemleistung und einmal mit 225 PS. 180 PS bedeutet, wir haben einen 1,6 Liter Benziner mit 150 PS und einem 110 PS starken Elektromotor. Zusammen eben dann die 180 PS. 360 Newtonmeter maximales Drehmoment ist dann in 7,9 Sekunden auf 100. Wertvermax 225 km/h. Die größere Variante hat dann 224 PS, einen 180 PS starken Benzinmotor und eben auch 360 Newtonmeter maximales Drehmoment und es sind 7,7 Sekunden auf 100. Verbrauch nach WLTP 1,4 Liter. Was das bedeutet, ist relativ schwer zu erklären. Ich würde sagen, wenn wir den mal fahren dürfen, werde ich euch dann erklären, wie viel wir dann wirklich verbraucht haben. Und das Spannende ist auf jeden Fall, es wird noch eine rein elektrische Variante geben und auf die freue ich mich besonders. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam in den Innenraum gehen. Da werde ich euch dann alles noch zeigen und anschließend gibt es noch ein kleines Fazit. Kommt mit! Weiter geht es jetzt hier mit dem Innenraum und ich fühle mich schon mal sehr, sehr wohl. Die Sitze fühlen sich jetzt sehr bequem an bei der ersten Sitzprobe und genau mit denen fangen wir jetzt an. Sehen aus wie auf der Rückbank, zumindest von der Naht hier. Was ich besonders finde, ist, dass wir jetzt hier unfassbar dicke, aber auch unfassbar weiche Seitenteile haben. Hier oben ist es dann auch ebenfalls sehr weich gepolstert. Sehr große Kopfstütze. Schaut euch das mal an, die ist riesig, fast so wie so ein Kopfkissen. Und auch hier unten habt ihr eine breite Sitzfläche. Auf der Seite nochmal ausreichend Platz für den Seitenhalt und könnt euch hier auch nochmal den Sitz verlängern. Und Opel ist ja besonders wichtig, dass ihr gute Sitze habt und die arbeiten auch zusammen mit verschiedenen Instituten, die euch sehr gesunde Sitze machen, zum Beispiel auch eben für aktive Rückengesundheit und in diesem Fall fühlt es sich auch zumindest hier auf der ersten Sitzprobe sehr bequem an. Jetzt schaut mit mir mal gemeinsam noch in die Tür und sieht genauso aus wie auf der Rückbank. Wir haben da jetzt Alcantara, wir haben wieder sehr viel Chrom, auch noch eine Ambientebeleuchtung, die da integriert ist, die ich super schick finde. Auf der Armauflage habt ihr auch noch mal ein bisschen Klavierlack, das finde ich nicht so gut, weil da sieht man immer sehr viele Fingerabdrücke oder Dreck. Bin generell kein großer Fan von Klavierlack. Und unten habt ihr auch noch sehr viel Platz für eine große Flasche und auch noch ein bisschen Hartplastik. Das ist aber in dem Segment absolut normal. Wenn man jetzt beispielsweise sich so einen VW Golf anguckt, findet man deutlich mehr Hartplastik. Wenn ihr jetzt mit mir mal hier in die Seite schaut, beziehungsweise in die Einstiegsleiste, steht da jetzt Ultimate. Wahrscheinlich habe ich mich getäuscht. Wir haben jetzt hier ein Ultimate und keine GS-Line. Ich bin davon ausgegangen, weil wir da draußen sehr viele schwarze Elemente haben. Astra Fußmatte hier auch nochmal sehr hochflorig, bequem, falls man sich auch mal die Schuhe auszieht. Und jetzt schaut mit mir mal hier noch das Cockpit an. Wir haben jetzt hier silberfarbene Elemente, hier ist auch noch der Kleber zum Teil dran. Sehr waagrechtförmige Lüftungsdüsen, die ihr auch einstellen könnt. Hier unten habt ihr dann ein Handschuhfach, das satiniert ist. Das finde ich super schick. Mittelarmkonsole ist relativ breit, sehr viel Klavierlack, auch da bin ich kein Fan von, weil das schnell verkratzen kann und ihr habt auch vor allem relativ schnell da Dreck drauf. Dann habt ihr hier sehr viele gummierte Flächen, die ihr aufschieben könnt. Hier einmal für die Cupholder, hier vorne dann eine induktive Ladefläche, da habe ich auch mein Handy schon reingelegt. Es funktioniert gut, denn ihr seht direkt, wenn das grüne Licht da angeht, dass das Handy dann lädt. Warum das jetzt nicht klappt, na komm. Auf jeden Fall ging gerade das grüne Licht an. Ihr habt da eine 12 Volt Steckdose, 2 USB-Anschlüsse dann auch nochmal ebenfalls, die ihr nutzen könnt. Und könnt ihr vorne vor allem auch zumachen, was sehr gut ist, weil dann müsst ihr nicht ständig aufs Handy gucken und habt es dann eben wieder geschlossen. Hier habt ihr dann die Drive Modes, die ihr einstellen könnt. Es gibt Sport, Hybrid und rein elektrisch. Rein elektrischer Modus finde ich schon mal sehr gut. Könnt ihr dann da vorne auch nochmal sehen. Parkbremse habt ihr dann hier auch nochmal ein kleines Münzfach.
Und hier dann auch nochmal ausreichend Platz, was zu verstauen. Habt hier dann auch nochmal eben so eine kleine Matte. Ich denke, das ist jetzt noch Vorserie hier, dass man da so ein bisschen reingucken kann, beziehungsweise ich hoffe es. Und sonst kann man das hier wieder zuklappen. Und eine Sache, die ich euch noch zeigen möchte, ist hier vorne, schaut mal, wenn ich hier draufklicke, ist ja noch so ein kleines Secret-Fach. Das finde ich ganz cool. Hier ist es auch satiniert, kann man, keine Ahnung, Liebesbriefe reinmachen. Nee, ich habe noch nie einen Liebesbrief bekommen, aber vielleicht Münzen oder sowas. Jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir sprechen hier noch über den Innenraum. Und fangen jetzt erstmal hier mit dem Lenkrad an. Und das wirkt jetzt auf den ersten Blick sehr groß, aber hier relativ dünn, liegt aber angenehm in der Hand, vor allem eben mit meinen kleinen Fingern. In der Mitte auf dem Pralltopf dann das Opel-Logo, der Opel Blitz, nicht der Opel Stern. Hier dann eben auch noch gespiegelt, was ich ganz witzig finde. Dreispeichig, hier unten dann auch wieder Klavierlack und sonst in einem Grau gehalten. Ihr habt hier hinten dann auch noch Schallpedal, hier drüben dann alles zur Einstellung der Lautstärke und hier dann alles eben zur Einstellung der ganzen Assistenzsysteme. Da vorne seht ihr jetzt schon ein sehr langgezogenes Display von rechts nach links langgezogen. Das ist halt eben dieses neue Opel-Ding, dieses Pure Panel, das finde ich super schick, ist sehr, sehr lang gezogen und ihr habt jetzt hier auch ein Head-Up-Display. Wenn ihr jetzt da oben mal seht, könnt ihr hier schon eine Geschwindigkeit erkennen, heißt, ich habe jetzt hier optional noch die Möglichkeit, eben auch während der Fahrt in der Scheibe zu sehen, welche Geschwindigkeit ich gerade fahre. Und jetzt sprechen wir hier über die Mitte und da haben wir jetzt das Infotainment-System, das ist über 10 Zoll groß. Es ist jetzt noch ein Vorserienmodell, deswegen, wie gesagt, blinkt da auch gerade alles. Und wenn ich jetzt hier auf Home klicke, wir haben jetzt hier nämlich Knöpfe für die wichtigsten Dinge, wie hier einmal Assistenzsysteme und einmal Home, was ich schon mal sehr gut finde. Habe hier dann auch eine Sitzkühlung, eine Sitzheizung, eine Lenkradheizung, also hier ist wirklich wahrscheinlich Ultimate drin, die höchste Ausstattungsvariante. Und hier habt ihr auch noch alles zur Einstellung der Klimaautomatik und einen Lautstärkeregler. Ist das nicht ein Gedicht? Genau sowas vermisse ich in den meisten Autos. Und jetzt sprechen wir hier über das Infotainment. Und wenn ich jetzt hier auf die App-Liste gehe, kann ich euch alles zeigen, was es gibt. Und zwar erstmal vielleicht die Assistenzsysteme. Da haben wir jetzt die, gehen wir mal vielleicht ganz hoch, Panoramakamera, wir haben eine Hinderniserkennung, wir haben hinteren Querverkehrswarner, Spurhaltassistent, Drive Assist, Traktionskontrolle, Tempolimiterkennung, Verkehrszeichenerkennung, Totwinkelalarm und Müdigkeitserkennung. Das ist krass, das ist nämlich alles für teilautonomes Fahren. Level 2 und Opel war es auch besonders wichtig, hier quasi alle Assistenzsysteme, die man bekommen kann, reinzuballern. Das haben sie auch sehr geschafft. Ihr habt jetzt hier auch Videoanleitungen und könnt euch nochmal genauer angucken, wie halt eben welches Assistenzsystem funktioniert. Jetzt gehen wir wieder zurück auf Home und sprechen dann weiter hier, was es noch alles gibt. Ihr habt jetzt hier noch Einstellungen, könnt jetzt hier auch noch die Konnektivität einstellen, habt hier die Anpassung zu den Farben beispielsweise, die hier drin habt. Die Bildschirmfarbe könnt ihr einpassen, könnt hier in Rot oder in einem Car Crash Orange machen. Wir lassen jetzt mal Car Crash Orange. Könnt auch noch die Helligkeit, Audio, Fahrzeug, klicken wir vielleicht nochmal an, das ist auch ganz interessant. Zugang zum Fahrzeug, Sicherheit könnt ihr noch einstellen. Also hier gibt es echt einiges zu tun und einiges zu machen, wenn ihr das möchtet. Hier bei der App-Liste haben wir dann noch die wichtigste Sache, die ich euch zeigen möchte. Und zwar sind es die ganzen Elektroanzeigen. Und fangen wir jetzt mal hier oben an bei dem Energiefluss. Und zwar habt ihr hier jetzt die Möglichkeit zu sehen, wenn ihr denn fahrt, wie der Energie fließt und ihr habt ja die Möglichkeit hier auch zu rekuperieren. Heißt, der Elektromotor dient gleichzeitig als Generator und speist eben den Akku wieder mit Energie, die normalerweise wegfliegen würde. Hier könnt ihr euch das dann nochmal genauer angucken. Habt hier auch noch eine Verbrauchsstatistik, habt hier dann auch noch alle Informationen zum Laden, könnt auch die Batterie vorkonditionieren und habt hier auch einen E-Safe-Modus. Bedeutet, wenn ihr den anmacht, könnt ihr 10 Kilometer rein elektrische Reichweite, 20 Kilometer rein elektrische Reichweite oder das Maximum, also bis zu 60 Kilometer rein elektrische Reichweite euch eben saven. Wenn wir jetzt wieder hier zurückgehen, vielleicht noch ein paar Sachen. Apple CarPlay, Android Auto funktioniert auf jeden Fall. Hier sieht noch die Navigation aus. Sehen wir mal, wie sie aussieht. Hier ist sie auf jeden Fall, könnt ihr euch schon mal anschauen. Im Praxistest durfte ich sie leider noch nicht testen. Ich hoffe, es kommt bald dazu. Und ihr habt hier dann noch Hey Opel, also eine Sprachsteuerung. Ist auch immer gut. Ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eine Sprachsteuerung benutzt oder nicht. Und habt hier auch noch eine Einstellung zu den Sitzen. Und das ist jetzt mega geil, denn ihr habt jetzt hier eine Sitzmassage. Und ich würde sagen, die mache ich jetzt mal rein. Lasst mich noch kurz massieren und anschließend gibt es ein Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit. Und wie fandet ihr jetzt so den ersten Blick auf den neuen Astra? Ich finde ihn wirklich sehr gelungen. Er ist komplett anders gedacht. Er ist jetzt pure und bold. Und ich finde es vor allem gut, dass ihr jetzt sehr viele Motorvarianten habt. Ihr könnt wählen zwischen Diesel, Benziner, Plug-in-Hybrid oder dann irgendwann mal auch der reinen E-Variante, auf die ich mich schon super freue. Und ich habe euch noch ganz vergessen zu sagen, es wird natürlich auch noch den Kombi geben. Der kommt dann kurz nach Markteinführung dann eben auch zu euch nach Hause, wenn ihr das dann möchtet. Der Innenraum hat mich sehr überzeugt. Ich mag das. Ich
mag den Ansatz von diesem Digital Detox. Ich stehe darauf, dass zwar alles digital ist, aber ihr habt noch für die wichtigsten Sachen die Knöpfe. Auch auf die Rückengesundheit achtet Opel auf jeden Fall. Ist für mich auch ein großes Plus. Und dieses Auto wirkt sehr modern. Ihr habt sehr viel Platz im Kofferraum. Die Rückbank ist auch sehr schön gestaltet. Ich bin gespannt, wie dann mal die Basis aussieht. Hier haben wir jetzt eine der höchsten Ausstattungsvarianten. Die kann natürlich auch sehr viel. Ihr habt ein Head-Up-Display und ihr habt vor allem alles für eure Sicherheit da drin. Wenn wir jetzt über die Preise sprechen, wird es interessant, denn da geht es jetzt darum, ab wann kommt er überhaupt auf den Markt. Ihr könnt ihn ab Herbst diesen Jahres bestellen und ab Januar nächsten Jahres, also 2022, kommt er dann auf den Markt. Und der Astra beginnt dann ab 22.500 €. Wie viel der PHEV kostet, weiß ich noch nicht, also der Plug-in-Hybrid. Ich schätze aber mal, dass er unter 30.000 € liegen wird. Und ihr bekommt dann ja auch eine Förderung von bis zu 7.000 €, beziehungsweise beim Elektro-Astra dann eine Förderung von bis zu 10.000 €. Falls euch das zu teuer sein soll, könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Carcrash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!